Stell dir vor, du hast bei Zalando 2 Paar Schuhe bestellt. Eins davon schickst du zurück. Plötzlich kommt aber eine Mahnung über beide Paare. Ich bin Inga von S&S Software Partner und heute stellt uns mein Kollege Gerald ein Tool vor, mit dem das nicht passiert. Hallo Dirk und hallo Gerald. Ja, hallo Gerald. Man Hallo hat Dirk. mir gestern in Düsseldorf auf dem Summit von Develop gesagt, dass wir beide mal wieder ein Video zusammen machen sollten und dass deine Videos zum Thema Finanzbuchhaltung immer gern gesehen werden. Und nun haben wir gerade Präsenztage, du bist hier in Stemwede und wir wollen uns was angucken, was du ja mittlerweile schon ausgerollt hast bei mehreren Kunden, ne? Genau, das ist ein ziemlich gefragtes Tool. Und das ist ein Tool, mit dem wir Kundenkonten klären. Was verstehen wir darunter? Worum geht es da im Prinzip? Also jeder, der in der Debitorenbuchhaltung arbeitet, kennt das Problem Ja. eigentlich. Man fakturiert, man stellt Rechnungen, schickt die raus, Ja. es kommen dann Zahlungseingänge. Manchmal hat man Vorauszahlungen, manchmal muss man Dinge korrigieren, erteilt da Gutschriften und so weiter. Und das kann jetzt alle möglichen Gründe geben, warum Posten auf diesem Kundenkonto sind, die nicht von Anfang an direkt so miteinander verrechnet sind, Ja. wie man das eigentlich am Ende haben will. Ja. Also man hat dann offene Rechnungen und offene Gutschriften und offene Zahlungen auf Ja. dem Kundenkonto stehen. Das soll aber am Ende irgendwie alles miteinander verknüpft und verrechnet werden, sodass die Belege nachher alle geschlossen sind. Und ich möchte ja auch nicht zwingend gerne jemanden mahnen, der eventuell über den gleichen Betrag noch eine Gutschrift gerade stehen hat, Genau, oder? also wir Als haben zwar Beispiel. die Möglichkeit, sonstige Belege, also offene Zahlungen und so weiter, Ja. auf die Mahnschreiben informativ mit drauf zu drucken, aber schöner ist es natürlich, wenn dann eine offene Rechnung Ja, gar nicht mehr auf der Mahnung erst auftaucht. ja. Das heißt, das, was wir uns jetzt hier angucken, ist in X360 drin, aber es ist kein Teil ursprünglich von X360, sondern es ist was, was du sozusagen mitbringst, beim Kunden implementierst, schulst, wo auch von uns die Doku kommt. Also wenn ihr nur X360 habt, nicht wundern, das findet ihr im ersten Schritt nicht. Vorher müsst ihr den Gerhard anrufen, richtig? So sieht es aus. Ja. Dann würde ich mal sagen, lass uns mal jetzt hier ganz kurz auf deinen Dialog gehen. Den nennst du offene Posten Debitoren Zusammenfassung. Ne? Was wir Genau. jetzt mal mit Konten Genau. klären gemacht haben. Und ich sehe schon, du hast dann eine ganze Liste von Kunden jetzt angelistet. Was sehe ich da jetzt genau auf dem Dialog? Also wir haben hier eine allgemeine Abfrage, die hat Parameterfelder, da Ja. kann ich oben die Niederlassung auswählen, also Ja. aus diesem Firmenstrukturbaum. Ja? Wenn ich jetzt umschalten würde zu der Trading GmbH, habe ich auch einen anderen Kundenbestand, den ich hier sehe. Natürlich. Okay. Das heißt, das funktioniert immer auf einem Mandanten. Das funktioniert auf einem Buchhaltungsmandanten Ja. sozusagen, also eine Firma, die eine bilanzierende Einheit ist. Ja. Es funktioniert aber auch bei untergeordneten Niederlassungen, da kann ich dann auch noch drauf filtern. Okay. Das heißt, ich könnte in einer Niederlassung arbeiten, aber ich kann auch niederlassungsübergreifend arbeiten. Genau, Gut. sofern die zu einem Rechnungskreis gehören. Ja, haben wir das auch geklärt? Dann würde ich sagen, weiter da. Was wir Das noch heißt, haben- du hast die Firma ausgesucht, ja? Was wir noch haben, ist der Parameter Sammelkonto. Das Ja. ist ja etwas, wenn man jetzt zum Beispiel von Datev kommt, kennt man das so nicht. Ja. Wir haben in X360 eigentlich einen großen Vorteil. Wir verwalten nämlich zum Beispiel auch Vorauszahlungen, die auf einem separaten Konto stehen, nicht auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Ja. sondern auf erhaltene Vorauszahlungen. Okay. Die werden im System auch als offene Posten dargestellt. Ja. Die kann ich auch hier zusammen mit den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen Ja. konsolidiert betrachten, Ja. um das abzugleichen. Ich kann es aber auch über das Sammelkonto filtern, damit ich das getrennt sehe. Okay. Wie stelle ich das dann hier jetzt ein? Wie muss ich mir das vorstellen? Also wenn ich jetzt nur die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen Ja. sehen will, dann wähle ich einfach dieses Konto Okay. aus. Und wenn ich jetzt nur die erhaltenen Vorauszahlungen sehen möchte, dann wähle ich dieses Konto aus. Okay, ja. Und wenn ich alle zusammen sehen will, dann Dann wählst du nichts aus. leere ich einfach Ja. dieses Kontenfeld Ja. und mache das leer. Ja, okay. So, wir sehen jetzt, da ist ein Kunde, zum Beispiel, was weiß ich, Gisela Kaiser, offener Betrag im Soll sind 10 Euro. Also da sind ja verschiedene und da steht dann Anzahl Soll 14, Anzahl Haben 1, Anzahl Gesamt 15. Lass uns mal das den Beispiel hier ruhig mal angucken. nehmen. Das Was ist das? Was passiert da bei Ja, dieser also, Selina Hermann GmbH?
Wir sehen hier offener Betrag im Soll, das sind also Forderungen, Ja. also Rechnungen. Der Betrag im Haben sind entweder Zahlungen oder Gutschriften. Ja. Und Ja, manchmal gibt es auch der- Überzahlung von Kunden, ne? Ja, Zum genau. Beispiel. Und der Saldo ist eben der Saldo Ja. des Kontos. Und hier sieht man nochmal die Anzahl der Belege. Also Ja. wie viele Belege im Soll, wie viele Belege im Haben. Einfach damit man mal so eine Übersicht in einer Ja. Zeile hat, ohne in die Details Ja, reinzugehen. okay. Jetzt wollen wir natürlich auch die Details sehen. Ja. Und das können wir hier ganz bequem über das Side-Panel machen. Ach, das haben wir dabei. Das heißt, wir müssen gar nicht abspringen, sondern wir können die einzeln durchgehen und sehen dann im Side-Panel immer für den jeweiligen Kunden alle Positionen, die sich da jetzt in der Kontenklärung befinden. Richtig. Also wir haben natürlich verschiedene Möglichkeiten. Wir haben auch die Möglichkeit, hier abzuspringen in den Screen Kundendetails. Ja, Das ist dann im Okay. Prinzip das Kundenkonto, ist Ja. also eine Systemfunktion, die Ja. auch jeder hat. Es gibt da verschiedene Möglichkeiten, je nachdem, was man machen will, ist ja auch immer so ein bisschen Vorliebe des Anwenders. Ja. Wir haben immer verschiedene Wege, die zum Ziel führen und Ja. man sucht sich dann Ja. den raus, der am besten zur eigenen Arbeitsweise Ja. passt. so und jetzt sehen wir hier jetzt an der Stelle den Ursprungsbetrag, den offenen Saldo zu den einzelnen Positionen. Ja, ich mache das mal ein bisschen größer, hier das Side-Panel Ja. in den Vollbildansicht, dann sieht man, was das alles kann. Also man sieht jetzt hier die Rechnungen, wir sehen, hier gibt es nur eine Gutschrift, das Ja. ist jetzt der Betrag auf der Habenseite. Ja, Wir würden jetzt hier natürlich auch noch Zahlungen und Vorauszahlungen sehen, das Ja. sind jetzt keine offen auf diesem Konto. da ist sogar schon eine Mahnsperre drin, ne? Bei der einen Ja, da Position. haben wir hier eine Mahnsperre gesetzt. Ja. Und man sieht hier auch die Mahnstufe von Rechnungen, die schon mal angemahnt wurden. Ja. Also man hat hier eigentlich so eine komplette Übersicht über alles, was man Ja. braucht, um jetzt mal aufzuräumen Ja. auf diesem Konto und alles abzustimmen. Was mache ich jetzt? Was ist der nächste Schritt? Also, wenn man punktuell daran geht an die ganze Sache und sagt, ich habe jetzt ein Kundenkonto, das möchte ich aufräumen, Ja. das geht eigentlich ganz gut auch mit den Bordmitteln. Da geht man einfach in die Kundendetails, schaut sich das Kundenkonto an und verrechnet da Ja. Posten, die verrechenbar Ja. sind. Das Problem ist immer, wenn man das in der Masse aller Kunden hat, erstmal die Kundenkonten rauszufinden, wo ich überhaupt was verrechnen kann. Und da hilft dein Werkzeug. Das ist jetzt die Krux hier. Ja. Ich kann hier nämlich einen Filter setzen auf verrechenbar. Das sind dann die sowohl im Soll als auch im Haben einen offenen Betrag haben. Ah, okay. Die sind jetzt nicht zwangsläufig verrechenbar, sondern Ja. es kommt ja auch immer auf den inhaltlichen Bezug an. Ja. Aber potenziell habe ich jetzt hier verrechenbare Posten. Wir schauen mal bei dieser Lea Bader hier rein. So, da haben wir tatsächlich offene Gutschriften, offene Zahlungen, offene Rechnungen Ja. und könnten uns jetzt überlegen, was wir womit Ja. verrechnen können. Okay, gut. Mach das Side-Panel mal wieder zu und dann gibt es noch eine Funktion, die ist mal so für eine Schnellbereinigung immer sehr hilfreich. Ja. Das ist nämlich verrechenbarer Saldo gleich 0. Ja. Das sind die, wo wir sowohl im Soll als auch im Haben offene Belege haben, wo aber der Saldo des Kunden insgesamt ausgeglichen ist. Also wo höchstwahrscheinlich das alles miteinander verrechnet werden kann. Da macht jetzt Mahn so gar keinen Sinn, ne? Richtig. Also der wird ja normalerweise in den Mahnlauf reinlaufen. Und durch diese Funktion fange ich solche Dinge ab, räume da vorher auf und habe dann wahrscheinlich auch nicht ganz so viel Diskussion am Telefon nach dem Mahnlauf, wenn dann die Mahnungen bei den Kunden eingetroffen sind. Das ist richtig. Ja, Wo das großartig. Tool auch gut ist, ist Ja. natürlich zum Jahresabschluss, wenn ich vor der Erstellung der Bilanz die Ja. offene Postenliste bereinigen möchte, Ja. weil da möchte ich natürlich auch nicht die unnötig aufblasen, sondern Ja. auch das Wesentliche Und reduzieren. bevor ich auch die Kontenabstimmung meine Geschäftspartner schicke wahrscheinlich, ne? Genau, also Okay. das ist für viele Ja. Dinge hilfreich. Ja, Sollen wir uns prima. mal noch anschauen, wie so eine Verrechnung funktioniert? Ja, so, sehr gerne, ja. Da würde ich jetzt hier gerade bei dem in das Side-Panel reingehen. Da sehe ich, habe hier eine offene Rechnung vom 14.02.22 und eine Zahlung vom 5.03.22. Ja. Aus irgendeinem Grunde wurde das damals nicht verrechnet. Ich bin jetzt gerade dabei, den Jahresabschluss vorzubereiten, räume hier auf und möchte diese beiden Posten noch miteinander verrechnen. So, dann kann ich hier mir mal alles anschauen. Ich kann ein bisschen weiter nach hinten scrollen. Da sehe ich auch eine
Eine Beschreibung hier bei dieser Zahlung, die würde dann zum Beispiel der Bankabgleich mitgeben. Da sehe ich, da steht die gleiche Rechnungsnummer drin, der Betrag stimmt, der Kunde ist derselbe, also das gehört zusammen. Ja. So, gehe ich rein in diese Zahlung und das ist jetzt wieder so eine Basisfunktion im System. Ich gehe in die Zahlung rein, sage Belege für Ausgleichsbuchung hinzufügen, wähle diese Rechnung aus, mit der ich das verrechnen möchte. Sagt dann noch, zu welchem Datum ich das verrechnen möchte. Das war jetzt das Datum der Zahlung, das ist dann der 5.3.22. Zu diesem Termin würde ich das gerne noch verrechnen, rückwirkend 5.3.2022. Ich gehe gerne immer einmal auf Speichern, weil ich dann eine Fehlermeldung direkt sehen würde. Und wenn das jetzt alles passt, klicke ich auf Freigeben und das Freigeben bezieht sich jetzt auf diese Verrechnung. Jetzt sind die beiden Posten miteinander verrechnet. Wenn ich jetzt hier zurückgehe in meine Abfrage und das einmal aktualisiere, Da ist er weg, ne? dann ist der hier verschwunden. Quad-Art-Demonstrandum, danke dir. Wenn euch das Thema interessiert, meldet euch einfach direkt bei info@softwarepartner.net oder falls ihr Kontaktdaten von Gerald oder einem Kollegen habt, direkt bei denen. Ganz lieben Dank und bis zum nächsten Mal, Gerald. Mach's gut. Danke. Ja, Tschüss. danke. Tschüss. Tschüss. Ganz vielen lieben Dank, Gerald. Ich finde, das hast du sehr gut erklärt und es ist auf jeden Fall eine sinnvolle Erweiterung für Haufe X360. Falls du jetzt noch Fragen haben solltest, dann komm gerne auf uns zu. Unsere Kontaktdaten findest du wie immer unten in der Beschreibung zum Video. Und damit du künftig kein Video mehr von uns verpasst, dann abonniere gerne unseren Kanal. Bis zum nächsten Mal.